Hey Leute, ich bin Yannick vom Team Hubert und wir zeigen euch heute, wie man die Führungsstangen in einen Ducato L3 H3 einbaut. Als erstes legen wir die Position der hinteren Führungsstange fest. Für unser Raumdesign bietet es sich an, die hintere Führungsstange so weit nach hinten wie möglich zu machen. Und die setzen wir hier ans Blech an und markieren dann dementsprechend die Position direkt am Blech. Als nächstes müssen wir die Position der vorderen Führungsstange festlegen. Unser Bettkasten hat insgesamt 1,50 Meter Länge. Jede Führungsstange muss mindestens 7 cm nach innen versetzt sein. Das heißt, der Abstand der Führungsstangen bei uns muss höchstens 1,36 Meter betragen. Und den Abstand messen wir ganz einfach von Führungsstange bis nach vorne, 1,36 Meter oder etwas nach innen versetzt, das könnt ihr selbst entscheiden. Beim Ducato H2 könnten wir jetzt unsere Führungsstange direkt mit Hilfe des T-Stücks und 2 Einpressmuttern an der markierten Position befestigen. Beim Ducato H3 brauchen wir aufgrund der starken Verjüngung des Dachs unsere Flexhalter. Hierzu benutzen wir die Basis des Flexhalters und montieren diesen an der markierten Position mit Hilfe von ein paar Einpressmuttern und schrauben diesen dann hier direkt fest. Als nächstes müssen wir das ablenkbare T-Stück des Flexhalters anpassen. Hierzu stellen wir die Führungsstange an die Position, an der wir die Basis des Flexhalters angeschraubt haben, schauen, dass sie einigermaßen senkrecht steht und messen dann den Abstand vom Loch des Flexhalters bis zum T-Stück der Führungsstange. Hier ungefähr 2,5 cm. Damit können wir dann bestimmen, welches Loch des einstellbaren T-Stücks wir brauchen und längen das dementsprechend ab. Als nächstes montieren wir das gekürzte T-Stück des Flexhalters auf der Basis. Hierzu brauchen wir eine kleine Zwischenscheibe, die dann hier in die Mitte reinkommt. Nun können wir die Führungsstange mit Hilfe des T-Stücks und den 2 M6 Schrauben an unserem Flexhalter befestigen. Als nächstes können wir mit unserem verstellbaren Fuß die Stange so anpassen, dass wir die maximale Höhe des Raums ausnutzen. Dazu die Spannzwinge unten lösen und die Stange dann so weit ausfahren, wie es die maximale Fahrzeughöhe zulässt und dann natürlich wieder festziehen. Gut. Als nächstes müssen wir die Führungsstange perfekt senkrecht zum Fahrzeugboden ausrichten. Am einfachsten ist dies mit einer digitalen Wasserwaage, die wir am Fahrzeugboden auf 0 setzen. Einmal auf den Fahrzeugboden, dann setzen wir diese hier auf 0, gehen dann damit an die Führungsstange hier in Querrichtung und können dann ganz einfach und perfekt die Führungsstange 90 Grad zum Fahrzeugboden setzen. Die Führungsstange ist nun maximal hoch und steht senkrecht zum Fahrzeugboden. Das heißt, wir können sie am Fuß vorm Verrutschen sichern. In unserem Fall mit einfachen Holzschrauben fixieren wir sie nun am Fahrzeugboden. Nun müssen wir noch alle losen Schrauben festziehen, damit die Führungsstange wirklich stabil in eurem Fahrzeug steht. Eine Führungsstange steht. Nun müssen wir den Prozess noch an allen 3 anderen Ecken wiederholen. Und dann werden die Führungsstangen mit den Querstangen verbunden. Und das war's mit dem Einbau. Alle 4 Führungsstangen sind jetzt montiert und senkrecht zum Fahrzeugboden. Als letzten Schritt bauen wir die Querstreben ein. Dazu benutzen wir die mitgelieferten Schrauben, die bereits vormontiert sind. Und achten darauf, dass jeweils eine Unterlegscheibe rechts und links vom Aluminiumschlitten sind. Schrauben das hier fest, die Nase zeigt nach oben. Das Ganze wiederholen wir auf der zweiten Seite. Wir müssen dann nur noch die Schrauben festziehen und das mit den anderen beiden Führungsstangen wiederholen.
Das war die Montage der Mechanik und jetzt seid ihr gefragt. Auf die Querstrang kommt euer Bettkasten und achtet darauf bitte, dass es nach innen Anschläge hat, damit euer Bett beim Nivellieren entsprechend verrutschen kann. Danke, dass ihr euch für Hubert entschieden habt und wir wünschen euch ganz viel Spaß damit.